Stämme der amerikanischen Ureinwohner sind sich nicht in allen Aspekten der Interpretation des Medizinrats einig. Das macht aber nichts, solange es in sich stimmig bleibt. Deshalb sind für uns die Einflüsse der ursprünglichen europäischen Spiritualität mindestens ebenso wichtig wie das, was wir von den Schamanen Nordamerikas lernen können. Denn viele Kräfte, Energien, Methoden und Ansichten im amerikanischen Medicine Wheel lassen sich problemlos über entsprechende Analogien auf unsere Kultur übertragen. Die Himmelsrichtungen gibt es ja überall, die archetypischen Vater Himmel und Mutter Erde ebenso. Und ob man nun vom Geisterbaum oder von Yggdrasil spricht, spielt im Grunde keine Rolle bei der Bewertung der symbolischen Kraft der Natur. Das Zentrum des Medizinrats stellt das Portal zum Göttlichen dar. Vergangenes Mal haben wir uns Zutritt zum Medizinrat verschafft und uns ein wenig damit vertraut gemacht. Aus der materiellen Welt kommend haben wir uns zunächst mit den entsprechend materiellen Aspekten der spirituellen Welt auseinandergesetzt. Von hier aus können wir in alle Richtungen. Persönlich bevorzuge ich die ins Zentrum. Ein kraftvolles, stabiles Zentrum wird alle übrigen Teile des Medizinrats mit stabilisieren. Außerdem steht es für die Kräfte des Ich. Und um mich geht's ja. Um mich und mein Verhältnis zur Welt. Wie sie mich beeinflusst und wie ich sie beeinflusse. Im Zentrum treffen alle körperlichen, emotionalen, mentalen und spirituellen Aspekte des Seins zusammen. Das philosophische System des Medizinrats erlaubt assoziative Schlussfolgerungen und Zuordnungen, weshalb man mit ein wenig Vorwissen die wesentlichen Aufgaben und Lektionen des Zentrums ohne Handbücher zu büffeln selbst entdecken kann. Zusammengefasst sind das die folgenden. Gleichgewicht. Im Zentrum finden alle Aspekte des Lebens zum Einklang. Wenn es weniger gut läuft im Leben, ist ein Besuch in diesem Zentrum sicherlich nicht die schlechteste Idee. Verbindung zu mir, zu anderen, zur Welt der Natur und des Geistes. Man kann zu allem Kontakt herstellen, vorurteilsfrei und zuversichtlich. Bewusstsein. Selbstwahrnehmung und Achtsamkeit führen zur Präsenz ganz im Augenblick. Im Zentrum ist man sich seiner Gedanken, Gefühle und Handlungen bewusst. Kraft. Das Maß der persönlichen Kraft, Macht und Souveränität wird bedingt durch die gerade genannten Aspekte. Ohne Gleichgewicht, Verbindung und Bewusstsein schwindet die Kraft, denn man benötigt sie zur Wiederherstellung der genannten Elemente. Oder man begibt sich zu diesem Zweck ins Zentrum. Einheit, das entscheidende Kriterium, dem man nur in seiner eigenen Mitte gerecht werden kann. Harmonie mit sich selbst und allem, was ist. Das Außen spiegelt sich im Innen. Was ich innerlich erfahre, kann ich im äußeren Leben ausdrücken. Die Bewegung innerhalb des Medizinrats in die Himmelsrichtungen Unter-, Mittel- und Oberwelt nennt man auch die schamanische Reise. Aber zunächst bleiben wir ebenerdig in der mittleren Welt und erforschen unsere Möglichkeiten dort. Und zwar an dem Ort, von wo aus man Zugang zu seinen Geistführern, seinem Totem, den Seelen der Verstorbenen und der Ungeborenen und die höheren Mächte finden kann. Es ist der Ort der Heilung, der Selbstfindung und der Transformation. Hier findet der Einzelne seine innere Wahrheit und bringt sich und die Welt in Einklang. Das Zentrum steht in der schamanischen Sicht für die Schöpfung, aber auch für die Metamorphose. Hier sind wir selbst. Hier können wir uns auch verändern. Stabilität vereint mit Flexibilität, denn nur wer sich ändert, bleibt sich selbst treu. Wer verharren will, versteinert und verliert sich selbst. Im Wesen man selbst bleiben, während man Wachstum erfährt.
Das ist die Kraft der Essenz des Zentrums. Sie besteht wie alle Medicine Wheel Essenzen aus 5 Einzelessenzen unterschiedlicher Elemente und Lebensformen. Zunächst die Blütenessenz. Santolina. Diese alte Heilpflanze ist in Nordamerika und Europa zu Hause. In der Naturheilkunde wird sie wegen ihrer entzündungshemmenden, antibakteriellen und antimykotischen Wirkung geschätzt. Offenbar wusste man das bereits im alten Ägypten, wo man sie zur Abwehr von Ungeziefer einsetzte. Auch später noch nutzte man ihre Schutzfunktion zur Abwehr von bösen Geistern nämlich. Bei der Essenz geht es darum, in sich selbst zu Hause zu sein, sich beschützt und sicher zu fühlen und sich zugleich für alles Gute zu öffnen, das einem das Leben zu bieten hat. Vertrauen, Freiheit, Natürlichkeit und Aufrichtigkeit sind klassische Elemente vom Leben im Zentrum, die Santolina beizusteuern vermag. Santolina steht somit quasi im Mittelpunkt der Zentrumkombination, die steuernde, Halt und Orientierung bietende Essenz. Dann die Eiche. Dies ist keine Blüten, sondern eine Keimessenz. Der Vorläufer der Bachblüte, die ja erst in einer späteren Entwicklungsstufe der Pflanze präpariert wird, lässt die Quelle der Kraft in unserer eigenen Mitte finden. Frisch gekeimte Eicheln schaffen diese kraftvolle Komponente für das Zentrum. Die Eiche ist eine der stärksten Pflanzen, die wir haben. In ihrer potenziellen Form, dem Keim, ist alles bereits angelegt, aber zu sehen ist noch wenig. Zwar ist die Kraft schon im Samen vorhanden, aber erst der Keim beweist die Lebendigkeit, genauso wie auch ihre Verletzlichkeit. Mit ein wenig Förderung, Schutz und Pflege kann daraus etwas Großartiges werden. In seiner eigenen Kraft stehen zu lernen, das bewirkt der Eichenkeim im Zentrum. Eine der bekanntesten Gottheiten, die mit der Eiche in Verbindung gebracht wurden, war Thor, der Gott des Donners und des Schutzes. Der nordischen Mythologie zufolge soll Thors Hammer Mjölnir aus einer Eiche gefertigt worden sein. Außerdem heißt es, dass Thor die heiligen Haine beschützt, in denen Eichen wachsen, und dass er Feinde unter diesen Bäumen erschlägt. Eine weitere Gottheit, die mit der Eiche verbunden ist, war Odin, der Gott der Weisheit und der Poesie. Dem Mythos zufolge hing Odin 9 Tage und Nächte lang an Yggdrasil, durchbohrt von seinem eigenen Speer, um aus den Runen Weisheit zu gewinnen. Der Baum wurde als Eichenbaum der Weisheit oder Weltenbaum bekannt, der Wissen und Erleuchtung symbolisierte. Dieses Motiv findet sich auch im Christentum wieder, wo Jesus an das Produkt eines Baumes, das aus Holz gefertigte Kreuz genagelt wurde, um über das Leiden zu Unsterblichkeit zu gelangen. Die alten Germanen glaubten, dass bestimmte Eichen magische Kräfte besaßen und von Geistern bewohnt wurden. Man suchte sie auf, um die Götter um Rat zu bitten, und hinterließ Opfergaben als Dank. Die enorme Kraft der werdenden Eiche ermöglicht die Entfaltung des Potenzials im Herzen des Medizinrats, wie in unserem eigenen. Heliotrop. Der Edelstein des Zentrums stärkt Gesundheit und Vitalität. Der Heliotrop gilt traditionell als Schutzstein. Das erklärt, warum er gemeinsam mit der Eichenkeimessenz in die Zentrummischung gehört. Denn die Zartheit des Keims ist ein Charakteristikum, das zwar als Kraft betrachtet werden kann und sollte, aber eben auch Verletzlichkeit bedeutet. Der Sonnenwendstein, wie er auch genannt wird, wurde als Mittler zwischen Menschen und Göttern angesehen. Er ermöglicht Beziehungen, fördert die Spiritualität und bewahrt die Jugendlichkeit. Seine Essenz wird bei Mangel an Lebenskraft eingesetzt. Sie holt Menschen aus der Isolation und lässt sie auf andere zugehen, ohne den Bezug zum eigenen Wesen und Zentrum zu verlieren. Sie bewahrt und beschützt die Liebe, die Freundschaft
und die sozialen Bindungen. Heliotrop erdet und zentriert im Hier und Jetzt. So kommt, was man fühlt, in Einklang mit dem, wie man spricht und handelt. Keine Verstellung. Sonnenfinsternis. Die Essenz der Sonnenfinsternis unterstützt die Energie des Heliotrop, der wiederum die Integrität des Eichenkeims schützt. Es geht bei dieser Essenz gar nicht um die Finsternis an sich, das ist ja nur ein visueller Aspekt, der dadurch entsteht, dass sich der Mond aus Sicht der Erde vor die Sonne schiebt. Wichtig ist, dass in diesem Augenblick Sonne, Mond und Erde in einer Linie stehen, ihre Kräfte sich ausrichten und harmonisieren, alle ziehen an einem Strang sozusagen. Die Energie der Zentrierung, darum geht es bei dieser Medizinrad-Essenz doch. Sonnenfinsternis-Essenz sorgt für genau diese gewünschte Zentrierung, für Wunschlosigkeit und Vollendung. Sie lässt die Kraft aus der eigenen Mitte schöpfen. Während einer Sonnenfinsternis befindet man sich im Zentrum eines gigantischen Energiefeldes, das durch die Konzentration von Sonne, Erde und Mond entsteht. Wenn man auf eine günstige Gelegenheit wartet, sich zu zentrieren, dann ist sie jetzt gekommen. In der eigenen Mitte erwacht das Kraftzentrum zu neuem Leben. Erleichterung setzt ein. Man erlangt Unangreifbarkeit durch maximale Beweglichkeit und Anpassungsfähigkeit, weil man immer in seiner eigenen Mitte bleibt und aus ihr heraus handelt. Schließlich das Tier im Zentrum, der Schmetterling. Er steht für die Metamorphose, die wir immer wieder durchmachen. Von den verschmelzenden Zellen zum Baby, vom Kind zum Erwachsenen, vom Lernenden zum Wissenden. Veränderung ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Existenz und der Schmetterling macht sie uns durch Leichtigkeit, Anmut und Schönheit schmackhaft. Keine Angst. Die Transformation mag selbst unbequem sein oder schmerzen. Am Ende zeigt sich, dass sie sich lohnt. Nur eines sollte man dabei dringend unterlassen: Kontrolle auszuüben. Alles geschieht in seiner eigenen Zeit, seinem eigenen Rhythmus und auf die ganz individuelle Weise. Sich einzumischen kann schädliche Folgen haben. Besser ist es, quasi den Garten zu bereiten und sich dann zu entspannen und der Transformation ihren Lauf lassen. Das geht am besten, wenn man darauf vertraut, dass alles gut wird. Und das ist die Qualität, die der Schmetterling dieser Zentrumsmischung zufügt.